Dieses Spiel ist so gut. Hey Leute, hier ist Aldemar. Zurück mit Robocop. Robocop Maximus, wollte ich sagen. So, weiter geht's. Oh, da habe ich wieder was gefunden. Bleiben Sie stehen im Namen des Gesetzes. Sie werden zur Dose verarbeitet. Er wirft sogar Dosen. Ah, Verstoß, ungenehmigte Entsorgung von Abfällen. Littering is prohibited. What was I supposed to do? I've missed the garbage collection and we had fish on Friday. You have no idea how much it reeks. Ja, aber wirft Dosen rein. Das ist keine Entschuldigung. Strafmandat ausstellen. Sie können gehen. Verwarnung sprechen. Strafmandat. You violated the law. Oh, man. So I pay the city for not removing my garbage and now I have to pay for removing it myself? That's ridiculous. Nee. The moral is, stay away from fishy activity. Dann muss er doch das noch nicht ins Wasser werfen. Dann soll er den Müllsack halt irgendwo in die Gasse stellen oder so. Aha. Alter, im Ernst? Muss ich jetzt überall Nuke-Spritzilines suchen? noch. Was ist denn los? Today, the whole nation mourns the loss of Mr. Pinky, host of America's most beloved children's show, Growing Up with Mr. Pinky. He was brutally murdered by a motorcycle gang in a Chicago brothel after a heroin smuggling gone wrong. Warte mal, okay. Mr. Pinky, der Kindermoderator, ist er gestorben, weil er mit Heroin handeln wollte? Oder ist er gestorben, weil er zufällig in einem Bordell war? Das war jetzt nicht gut für Mr. Pinky, dem Kindershow-Moderator. Das zweite ist natürlich harmloser, wenn nicht unschuldig. Nichts gegen Bordelle. Straftatenbeweis. Ich muss auch sagen, ich finde Tanzen auch richtig toll. Besonders Pole Dancing. Es ist ein sehr... I can feel it. Oh nein! Oh Gott, ich hab's gehört! Es kommt davon, Karma! Der mag kein Pole Dancing. Soll ich den jetzt bestrafen, weil er hingekotzt hat? Aber eigentlich ist das Pflanzendünger. Krass, das haben wir da voll viel gefunden in der Ecke. Cool, oder? Mir macht das Spaß. Ich glaube, die Ecke haben wir jetzt. Ja, das ist eine Hammer. Jetzt wollte ich da hinten hingehen. Dann bin ich jetzt abgedreht und die ganze Promenade entlang gelaufen. Ja, die waren schon. Megastore. Also das ist so ein Laden, den ich benennen könnte. Oh, ich brauche einen Namen für den Laden. Superladen. Oh, Superladen. Boah, Superladen klingt auch toll, oder? Superladen. Aber mit A, nicht Super, sondern Superladen. Superladen. I haven't congratulated you yet. He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Ich tue nur meine Pflicht. Live bin ich sogar noch besser. Das Fernsehen übertreibt gern. Ich tue nur meine Pflicht. Wir machen so den totalen Robocop auf jeden Fall. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that,
Be our guest. Ist der Obdachlose involviert? Was denken Sie über den Mord? OCP macht sich zu viele Gedanken über die Kosten. Ist der Obdachlose involviert? Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Was denken Sie über den Mord? Do you have any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. We got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo, and the body's covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? Gehen. I will look around. We must bring the murderer to justice. Wer hat Casey Carmel ermordet? Ermordet? Okay, Robocop-Sicht. Ich kenne das doch. Oh. Somebody dumped her a few feet. Oh Mann, das ist ja ein Blood bisschen... traces on the ground indicate she was dragged. Das ist ja cool. Analyse. That's this green-blue shit on her arm. No idea what Kann it ich auch might be, nicht bewegen oder but so? there is more of it around. Scan-Ergebnis Nasty Kopftrauma. wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Okay. Ob sie damit erschlagen wurde? Da ist der andere Schuh. Yeah, probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Stiletto-Größe 40. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. AB minus. Die hat die gewohnt? Nee, hat wahrscheinlich. Hier wohnt der Obdachlose. Müll. Wahrscheinlich irrelevant. Ja. Das hat Spaß gemacht. Also, oh nein, die arme Carmel. Ja, aber ohne Mord keine coolen Krimiserien. Naja, das klang jetzt nicht so nett. Nein, das ist natürlich scheiße. Kein Mord ist natürlich immer noch besser. Aber einerseits... Okay. Das ist jetzt Sud. Warte mal, wir müssen jetzt den anderen Auftrag mal aufschalten. Der Discounter-Dealer wird Cassie Camel getötet. Verfolgen. Entschuldigung, ach so, müssen wir den quatschen? Zeugen befragen. Zeugen befragen. Oh, I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. Ach du Scheiße. Murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Erzähl mir von den Aliens. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here.
I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Why do you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business? They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. Okay, das war I will jetzt verify sehr your sinnvoll. statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, the set. Jetzt bin ich wieder hinter dem Absperrband. Soll ich mit denen reden? Ne, wir können selber zum Set gehen. Ich bin ja hier... Ich habe ja alle Befugnisse. Ich darf mir ja selber Durchsuchungsbefehle geben, ne? Und so. Jetzt gehen wir zum Set. Und das mit der Arkade. Ich weiß, da war ein Tresor unten drin. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob ich den so knacken konnte oder nicht. Aber, ja. Jetzt gehen wir mal zu dem Filmset. Wir können einen Umweg gehen, weil... Oh, das ist eine Leiter. Warte mal. Was machen die denn hier? And she takes off her top and says, Hey, this is a private conversation, pig. Pig? Also das Kreuz, als wenn du das bekommen hättest. Ist wahrscheinlich eher aufgeknüpft worden. So. at least it ain't raining. Missing. Have you seen Mary Jones? Oh Mann. Ach so, ein Rockabilly. Rockabillys Biker, so. Der Abschaum der Gesellschaft. Der Abschaum der Gesellschaft. Das ist auch eine Leiter. Das ist die Arkade, ne? Da gehen wir jetzt nicht rein. Ich will jetzt mal die Leiter hochgehen gerade. Ich denke mal, die Katzen sind tot, aber die pennen. See that guy down there? He's an asshole. Wer? Alle? Sieht das gar... Der da? Das war eine Frau. Wofür kann ich denn jetzt hier hochgehen? Ich kann meine Sicht nicht anmachen. Wo auch immer. Okay, komm, wir gehen wieder runter. Springen kann ich ja auch nicht, was ja natürlich richtig ist. Gott sei Dank geht das schneller, als man die Geräusche wahrnimmt, weil dann würden wir hier wahrscheinlich Ewigkeiten brauchen. Warte mal, ich geh mal hier lang. Dann haben wir die Gasse auch. He's real good. Asks me for money. Only a moron steals from a beggar. That's what I say. Then he starts. Also hier hätte ich jetzt was hingegangen. Weißt du, an der Promenade haben wir irgendwie so direkt 3 auf einmal gefunden und hier ist gar nichts. Okay. La Paloma, ohi. Ach, hier ist auch eine Sackgasse. Ne, es geht weiter. Es wäre ein bisschen creepy, immer in die Türen einfach reinzugehen. Könnte er ja. Aber Robo hat ja keinen Grund dafür. Also wir machen am Anfang so voll die gesetzestreuen Antworten und später weichen wir so ein bisschen auf, ja, finden uns selber und dann so, ja, ich bin der Beste. Mal so ein Witz nach 3 Stunden Film. Und das ist natürlich richtig gut, weil Robo das ja eigentlich nicht macht. Was promoted to executive, huh? Why not ask her for help? I'd rather ask the devil. My daughter is cold and heartless. Why do you... Evening, officer. Okay, die Wäscherei.
Anmerkung. Wenn ich noch einen von euch Junkies dabei erwische, wie ihr Jellybeans oder Murmeln nur zum Spaß wascht, lasse ich euch für die Teile bezahlen, die ihr geschrottet habt. Achso, Jellybeans in die Waschmaschine. Dad, tell me the truth. Are we poor? Dad? Dad? Tired of your kids asking annoying questions? Are we going to be okay? Dad, I'm scared. Snoozers. Sleeping pills for kids. Just one pill can guarantee 5 hours of peace. Nap time just became your decision. Sleep tight, son. I'm tired. Because you deserve a peace of mind too. Ach ja, ach ja. Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! Jetzt hätte er das wenigstens fertig machen können. Murphy, this is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered... Oh, jetzt hätte ich jetzt nicht machen sollen. So, what you gonna do? You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? Bußgeld. You are being fined $100 for the violation that you have committed. Are you crazy? I don't work. How am I supposed to pay for this? Failing to pay may result in serious consequences for your guardians. Ja, genau. Beim letzten Mal hat er Warnung bekommen, aber... That's an uncool move you pulled right here. I'll make sure everyone in the hood knows your score. Okay, weiter geht's. Jetzt gehen wir mal zum Filmset. Ich will jetzt hier nicht nur... Hä? Hydrant! Hydranten parken! One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Sind wir wieder am Anfang. Guck mal, ich habe mal die Spiegelungen so auch angemacht. Die waren alle aus. Jetzt sieht das wenigstens noch ein bisschen noch schlimmer aus hier. Ach ja. Ah. Spiegelnde Pipilachen. Ist das nicht schön? Vergammelnder Fisch. Leichen in den Gassen. Kotze. Ach ja. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. Hey, vielleicht darf ich die Werbung mitmachen. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. Ah, but it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Ihr Vorschlag ist strafbar. Ich will nur Gerechtigkeit. I only carry out the request of justice.
I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there. But look for something on Jenkins, too. Das ist ja keine... Ja, keine Bestechung, also guck mal, der ist hier lang gefahren. Aber bevor die Absperrung da war. Mit Jenkins reden wir jetzt mal nicht. Sunblock 5000. Braucht man ja auf jeden Fall in New York. Ist das das Model? Der Hauptdarsteller passt auf die Beschreibung des Verdächtigen. Ist das vielleicht auch das Model, das dabei war? Also... Computer, Nick Troy, Vorbereitung des Nachtdrehs. Tess, mach dir keine Sorgen, ich werde mich um alles kümmern. Aber du solltest wissen, dass unsere Leute Angst davor haben, nachts zu arbeiten. Vielleicht sollten wir für mehr Sicherheitspersonal sorgen. Nick Troy, Autos, die am Set parken dürfen. Nein. Ein zusätzlicher Lieferwagen gehört nicht zum Team. Aha, Theresa, tut mir leid zu hören, dass du Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit mit Jerry hattest. Du musst ihm verzeihen. Er ist, warte mal, wie hieß aber, die hieß Carmel oder so. Wie sensible Künstler ist. Zum Glück bin ich schon lange genug sein Agent, um zu wissen, was ihm helfen kann. Nämlich die Gesellschaft eines netten, schönen Mädchens. Keine Sorge, ich werde alles selbst arrangieren. Stelle das einfach dem Kundenkonto in Rechnung. Aha. Aha. So, Freundchen. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? Hinweis, sie waren mit Sunblocker verschmiert. The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. Aha. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. Aha, ja, weil der sagt, er hat sich niemals mit eingeschmiert. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Jetzt wird's aber interessant. Warum wurde die Zweitbesetzung eingestellt? Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Show me the footage. Check the camera footage. Die Kamera? Cool. Hä? Ach so, hä? Warum war der Wegpunkt da? Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take Take it and get lost.
The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Aha. Doch, er war's, oder? Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Das Vorenthalten von Informationen ist eine Straftat. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Okay. Do not leave the city. Ist das Graffiti nochmal irgendwie? Da waren wir schon. Nee, das haben wir schon. Das ist ein anderes. Coole Karren hier. Wir haben den Van noch nicht gefunden. Missing. Krzysztof Macinemski, das ist bestimmt Developer. Wer hat Cassie Carroll getötet? Towbridge. Coming up, is your air freshener secretly killing you? Find out at 11. Ah, was haben wir denn hier? Unabhängige Nachrichten Nummer 14. In dieser Ausgabe außerirdisches Marketing. Ein weiterer Werbespot mit unterschwelligen Botschaften wird hinter dem Gerichtsgebäude gefilmt. Sie werden uns nicht noch einmal reinlegen. Trend zur Vermüllung von Flüssen. Oder ist das nur ein Vorwand, um Seeungeheuer zu füttern, die unter der Oberfläche lauern? Zeichen. Interstellare schmücken die Gebäude rund um den Waschsalon mit ihrem Namen. Auf diese Weise werden sie sich die gesamte Stadt unter den Nagel reißen, wenn wir sie nicht aufhalten. Ja, die Sprays, die Seevermüllung und das Dingensbummens. Ah, Sunblocker. Aha. Genehmigung erteilt. You have to help me, man. This shit is burning my skin. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Für Sunblock hat er sich denn angeschmiert, ey. Warum sollte man sich dort treffen? Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Warum sollte man sich dort treffen? Was war sein Motiv? Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling?
She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Aha, aha. Warum nicht um Hilfe rufen? Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. Also, er hat die umgebracht und er hat die Leiche verschwinden lassen. Ich werde Ihre Aussage überprüfen. I will verify your version of events, but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Ich glaube, er will unbedingt ins Knastfängnis. Er hat die hier gekillt, okay. Alter. Okay. 1, 3. 3 von 3 meine ich. Ist das eine Kamera? Eine Kamera! Oh Mann, wie... Die wollten das zusammen machen wahrscheinlich. Die Prostituierte und der Typ, weil das ist seine Tankstelle. Den blackmailen halt. Boah. Die Sonnenbrille hat er aber auch da gelassen. Die hat aber da an. Da lag aber noch einer auf dem Bett. Warum bedrohst du mich? Casey, ich bin bloß ein Arzt. Ich kann dir bei deinen Honorarfragen nicht helfen. Die Preise für Palliativmedizin sind in Allgemeinen gestiegen, nicht nur für deine Mutter. Aber für das Geld, das du bezahlst, erhält niemand eine so professionelle Pflege wie sie. Ich möchte dich darum erinnern, dass die Sache vorbei ist, wenn du meiner Frau von uns erzählst. Okay. Das macht sie wohl regelmäßig. Das war wohl ihr Einkommen mit dem Sunblock-Typen. Oh, oh. So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Dieses Spiel ist so gut. Ach ja, Robo. Er ist einfach so trocken. Robo, Sunblock. Cool, liebe Leute, ich muss leider aufhören. Wir sehen uns wieder nächste Folge bei RoboCop, ja? Lasst uns hier schön Zeit, aber ich glaube, die meisten Zeitdinger habe ich. Gut, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und ein Däumchen da lassen. Das hilft mir sehr, ihr seid die Besten und bis dahin wie immer. Haut rein, Leute.